Mensch, das ist ja mal ein süßes Tiny House. Es ist nicht so lang wie die anderen, aber dafür habe ich das Gefühl, ein bisschen höher ist es. Und ja, ihr habt unglaublich viele Tiny Häuser. Gestern war ja so ein bisschen Soft Opening hier. Hast du dir mal ein paar andere Tiny Häuser angeschaut? Ja, definitiv. Sehr interessant auf alle Fälle, was wir hier alles zu sehen bekommen. Ne? Wir machen jetzt hier individuell viel von der Stange natürlich auch. Auch interessant, wo die Tiny Häuser im Grunde genommen dann alle herkommen im Endeffekt. Aber für uns ganz ein wichtiger Termin hier auf der Messe in Karlsruhe, da auch die Kontakte zu knüpfen und entsprechend auch unsere, ich möchte nicht einmal sagen Konkurrenz, sondern Mitbewerber im Grunde genommen kennenzulernen. Ja, komm mal mit. Dein Name ist? David Birks. Ja, grüß dich David. Und ja, ihr baut, Donau ist ja lang. Ja, der fließt durch mehrere Länder durch, die Donau. Wo kommt ihr her? Wir sind aus Rennertshofen. Rennertshofen ist zwischen Ingolstadt und Donauwörth in Bayern. In Bayern? In Bayern, ja, wir sind in Bayern. Das ist schön so. Ihr baut schon lange Tiny Häuser? Nee, tatsächlich seit 1,5 Jahren jetzt und heuer zum ersten Mal auf der Messe. So, was habt ihr gelernt? Was seid ihr eigentlich für ein Betrieb? Wir sind ein Innenausbaubetrieb, also wir haben einen großen Ausbaubetrieb im Hintergrund stehen, machen das seit 40 Jahren, haben auch Schreinerei dabei, kommen im Grunde genommen aus dem gewerblichen Innenausbau und haben diese Sparte. Profis, ja. Ja, also ich glaube, wir sind das Einzige, wenn wir dann reinschauen, das tatsächlich mit Gipskarton entsprechend ausgebaut ist. Sehr gut fürs Raumklima im Übrigen. Nee, sind da Profis, ja. Ja, 2,55 Meter. Wie weit sind wir? Breit, 2,55 Meter breit, 4 Meter hoch und 6 Meter lang. Das Coole ist, das kannst du einfach so fahren auf der Straße. Es wiegt 3,5 Tonnen? Ja, ganz genau. So, und das habe ich schon gelernt, 3,5 Tonnen, das darfst du dann einfach so auf der Straße fahren. Das Interessante ist hier die Bereifung, ihr habt Schwerlastreifen drauf, gleich 3 Stück. Ja. Das Ganze soll ja auch fahren. Ist das jetzt, ich sag mal, nur für einmal transportieren gedacht oder könnte man das zum Beispiel alle 2 Monate einmal bewegen? Na klar, also das können Sie so oft bewegen, wie Sie wollen. Der Trailer ist in der Tat interessant. Wir haben eine Kooperation mit der Firma Unsinn, die auch bei uns in der Gegend ist und die jetzt in den Tiny House Markt auch entsprechend mit eingestiegen sind. Und sehr, sehr hochwertige Hänger bauen, die also auch sehr verwindungssteif sind, sodass wir also da keine Probleme haben mit irgendwelchen Setzungen, Rissen oder sonstigem. Also das lässt sich ohne Probleme alle 2 Wochen irgendwie versetzen, das Haus. Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Also wenn schon der Trailer selber sich verwindet, dann überträgt er das auf das Haus ohne Hilfsrahmen. Macht's mal Knack irgendwann, oder? So ist es, ja. Und das passiert hier nicht. So, Preis, wo liegen wir ungefähr bei dem Stückchen hier? Das kostet jetzt, so wie es da steht, 65.000 € netto. Netto, plus Steuer. So, und das heißt, wir sagen jetzt einfach mal für gewerbliche Abnehmer, ansonsten 20% drauf wären, da hatte man 13.000, 65 ungefähr, etwas 80.000 €. Ja. So, und da sieht man, also da ist der Trailer dabei, allein der kostet schon eine Stange. Ja, der kostet eine Stange, aber wie gesagt, wir setzen da wirklich auf Qualität, ne? Weil wir halt auch individuell dann fertigen für unsere Kunden. Die müssen halt dann auch heben, die Dinge. So, ich zeig's mal hier vorne. So, das Ganze hat jetzt auch Kurbelstützen mit drin. Ja, klar. Das heißt, ich kann ihn abstellen. Ich kriege ihn sogar gut stabilisiert. Das heißt, wenn ich stehe. Ja, selbstverständlich. Absolut stabil. Also Sie brauchen im Grunde genommen bloß eine einigermaßen gerade Aufstellfläche. Kann den dann auch ins Wasser richten. Also von dem her ganz super Sache. So, das hier ist echtes Holz. Ja klar, Tanne. Na klar, Tanne. So, die ist schon ein bisschen ergraut, wie ich hier sehe. Das heißt also, die ist gestrichen. Die ist gestrichen. So, das ist schon ein bisschen Pflegeaufwand bei der Tanne. Aber auch hier gilt, auch das habe ich gelernt, wenn man ein bisschen mehr in den Holzschutz investiert, also nicht die billigste Farbe nimmt, dann streicht man nicht so oft, oder? Haben wir auch nicht. Wir haben hier also eine Farbe von der Firma Remmers, die also sehr qualitativ hochwertige Farben macht und auch da haben wir sehr großen Wert drauf gelegt, auf Qualität und Langlebigkeit. UV-Schutz, atmet das Haus? Ist es, ich sag mal, diffusionsoffen? Das ist ja das große Thema. Du bist ja oft hier in Häusern drin, die haben so Alu-Sandwich außen, die sind dicht, da musst du aktiv lüften. Hier, klar, da musst du auch lüften, aber... Ja, also das ist auch eine Besonderheit jetzt von diesem Haus. Wir haben tatsächlich eine Lüftungsanlage von der Firma Inventa mit drin. Mit einer Wärmerückgewinnung, sodass also das Haus immer gut belüftet ist, auch wenn es nicht bewohnt ist, ja? Weil das ja auch immer so ein Thema ist und es ist diffusionsoffen. Ja.
Diffusionsoffen, Wärmerückgewinnung. Das ist also quasi, ich kann schlafen gehen, kann alle Fenster geschlossen lassen und habe immer frische Luft drin, oder? Genau. Das sieht man hier oben, also diese ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite entsprechend ein Lüftungsgerät drin, das auch elektrisch angeschlossen ist und das entsprechend immer für Frischluft sorgt. So, hier vorne die Treppe kriege ich auf Wunsch? Ja klar. Okay. Ist im Preis inbegriffen. Ist ein Preis drin. Ja. So, wenn ich jetzt das kaufe, wie lange muss ich dann warten? Ja, ich sag mal 8 bis 10 Wochen, weil wir eben individuell fertigen. Also das heißt, wir gehen erst entsprechend in die Planung mit unseren Kunden und dann bauen wir aus nach Wunsch sozusagen. So, Außensteckdosen, da braucht man einen speziellen FI für. Du weißt ja, wie es ist, ja, wo du kommst. Aber ihr habt dann alles gedacht. Wie viele Tiny Häuser habt ihr schon gebaut? Ja, tatsächlich jetzt 2. So, ich gehe mal rein. Ich bin mal gespannt. Nummer 2, das hier sieht aus wie Eiche. Nee, das ist PVC, also Vinylboden. Ist aber so von der Optik. Ja, ist von der Optik her. Ja. So, ich gucke mal gerade, dass wir vorne drin sind. Wenn du mir mal einen Gefallen machst, mach mal die Tür mal bitte zu. Ich will mal hören, draußen ist die Hölle los, was jetzt passiert in Sachen Geräuschdämmung. Ein paar Fenster sind noch offen, oder? Fenster aufzumachen. Also gedämmt ist es gut eigentlich. Boah, es ist was ganz anderes wie alle Tiny Häuser, die ich bisher gesehen habe. Das heißt also, es muss nicht unbedingt teurer sein, wenn man das Ganze ein bisschen massiver baut, oder? Das ist so, oder? Bitte? Ja klar, du darfst mit rein, natürlich. So, ja, das Ganze. Und das ist eben auch eine Besonderheit, die wir hier haben von Donau Tiny House. Wir kommen, wie gesagt, aus dem Innenausbau. Es ist jetzt Rigips. Ja, also Gipskartonplatten, Beplankung, die natürlich für das gute Raumklima auch entsprechend sorgen. Ja, also Gipskartonplatten nehmen Feuchtigkeit auf und geben sie dann wieder ab. Hat also ein ganz anderes Raumklima, wie wenn es jetzt, wo es, wie gesagt haben, mit irgendwelchen Sandwich-Elementen oder so. Also das ist wirklich auch eine Besonderheit. Ich glaube, das sind wir die Einzigen hier. Ich habe noch keinen gesehen, der jetzt mit Rigips ausgebaut hat. Was ich stark finde, ist hier die ganzen Armaturen, die Küchen. All das sieht nicht aus wie so ein klassischer Tiny-House-Hersteller. Es sieht eher aus wie das, was du gesagt hast, Innenausbau. Gell? Ja, wir sind, wie gesagt, individuell in der Fertigung. Die Küchen bauen wir in unserer eigenen Schreinerei und Möbel. Ist also alles auf Wunsch. Ich kann alles an Farben, Formen realisieren, was eben der Kunde sich wünscht. Ist HPL hier die Oberfläche? Ja, alles HPL. Das heißt hier vorne auch, alles HPL. Ja. Das heißt, ihr könnt das auch selbst, die Core auch verpressen, das könnt ihr selber. Na klar. Okay. Super. Ja, ich frage mal so. Also es gibt ja so Fingerprint-sichere Oberflächen, die hier zum Beispiel verwendet werden. Da hat der Kunde die freie Wahl, kann er das wählen? Ja, kann er wählen, kann er frei wählen. Ja. Okay, das Fenster ist eines fest, das andere ist zum Öffnen. Ja. Das ist okay. So, dann hast du hier eine Platte mit drin. Im Prinzip die Haustechnik, Autarkie könntet ihr leisten. Das würde gehen? Könnte man, ja. Also mit einer Photovoltaik auf dem Dach haben wir jetzt hier nicht verbaut und einer entsprechenden Batterie könnte man entsprechend auch autark bauen. Interessant ist der Sicherungskasten da oben in der Ecke. Wenn die mal fliegt, die Sicherung, brauche ich nur eine Leiter. Ja, die brauche ich. Ist mir nur aufgefallen gerade eben. Und das hier ist die Lüftungsanlage. Ja, so, das heißt, die ist wahrscheinlich computergesteuert, die geht hin und her. Ist das? Ja, da kommt genau. Einmal Zuluft, einmal Abluft. So, da ist der Wärmetauscher mit drin, eine große Dusche. Ja. Okay, auch die ist so groß wie so manche andere, die nicht zu Hause hat. Ja, da legen wir auch großen Wert drauf, dass halt das Bad wirklich auch ansprechend ist und dass man da geräumig Platz hat und sich auch schön duschen kann. Ist das Haus schon verkauft? Nee. Okay. Nee, okay, das heißt, es ist noch zu haben. Ja. Was ich cool finde, hier sind die breiten Aufstiege. Also du hast ja ganz oft so kleine Stufen. Hier fehlt natürlich jetzt auf der linken Seite so ein bisschen der Handlauf, aber du hast auch diese Stufen zu einem Raumwunder umgebaut, oder? Ja, klar. Bitte mal zeigen. Überall Platz, Stauraum sozusagen, ja. So, das heißt, also ich frage dich jetzt nicht nach der entsprechenden Geräuschentwicklung, wenn du damit fährst, ja. Das ist auch ziemlich zweierlei, aber ich kann mir vorstellen, dass das Ganze massiv hier schön eingebaut ist. Ja. Wie sind die Möbel mit dem Wandaufbau verbunden? Sind die verschraubt? Oder? Ja, klar. Okay. Die sind verschraubt. Ja. So, oben hast du das Bett. Ja. Da würde ich jetzt für meinen Sohn noch ein kleines Geländer dran machen, aber das kann der Kunde ja wünschen, oder? Das kann man individuell dann entsprechend gestalten. Wir haben jetzt da tatsächlich auch eine Metermatratze nur hoch für so einen Single-Haushalt sozusagen. Könnte man aber natürlich auch eine Doppelmatratze mit einem Geländer dann realisieren. Ja. Toll. Also mal was ganz anderes. Also vom Preis-Leistungs-Verhältnis her hast du ja viel gesehen. Ja, der Kunde ist schon anspruchsvoll. Am liebsten hätten sie gerne solche Tiny-Häuser für 25.000 Euro morgen geliefert, mit der Mehrwertsteuer mit drin. Das geht aber nicht. Das heißt, ihr baut die in Deutschland, oder? Wir bauen komplett in Bayern im Grunde genommen und alles in Eigenregie, wirklich mit hochwertigen Materialien auch. Da legen wir Wert drauf und sind da auch wirklich
trotz allem ein Markt, ja, weil Qualität sich immer durchsetzt. Das ist so. Auch hier vorne kann man sehen, es ist schräg. Das heißt, alles läuft hier ab. Hier oben hätte man noch Stauraum. Man könnte auch noch ein zweites Bett hier hinmachen mit der Leiter. Könnte man, ja. Also wir sind ja, wie gesagt, da völlig individuell in der Gestaltung. Jetzt momentan ist der Stauraum konzipiert und auch bewusst offen gelassen, dass man sieht, dass man hier oben eben auch noch Platz hat, um entsprechend seine 7 Sachen unterzubringen. So, du machst jede Menge Fotos, wahrscheinlich für Instagram. Sag mal, wie ist denn die Nachfrage hier auf der Messe? Darf ich dich mal fragen, was sind denn so die meisten Fragen? Was fragen die Leute gerne? Ich mache nur Marketing. Okay, du machst noch Marketing. Was fragen die Leute? Ja, also geht schon immer um die Materialien und um den Aufbau. Wie ist es zum Beispiel gedämmt? Die Größe ist ein großer Punkt, den natürlich jeder wissen will. Und die Gestaltung natürlich auch. Also es ist wirklich oft die Frage, gibt es irgendwie Möglichkeiten, das anders auch zu machen und so weiter. Und da heben wir uns natürlich dadurch ab, dass wir eben da sehr, sehr individuell im Grunde genommen die Kunden bedienen können und jetzt nichts von der Stange bauen. Ne? Es ging ja auch schwerer. Das heißt, es müsste dann halt nur mit dem LKW transportiert werden. Also dann fährt es halt nicht mehr selber. Hätte Punktfundamente, Schraubfundamente, ging auch, oder? Ging auch. Also wir bauen auch Modul. Das heißt auf entsprechende Bodenplatten oder, wie gesagt, mit unserem Partner Unsinn, die auch druckluftgebremst. Die stehen auch witzigerweise genau gegenüber. Die sind auch da. Druckluftgebremste für LKWs. Hänger machen, die wir dann entsprechend auch ausbauen können, wo man natürlich dann mehr Gestaltungsmöglichkeiten und Platz hat. David, ja, vielen Dank. Donau Tiny House. Das heißt, wenn ich das google, komme ich auf euch. Selbstverständlich, ja. www.donau-tiny-house.de. So, komm, wir gehen mal schnell raus, dass wir das sehen. Ihr seid Mitglied im Tiny House Verband e.V. Was hat das für einen Vorteil, wenn man da Mitglied ist? Hauptsächlich das Netzwerk natürlich, ne? Auch die Rechtsberatung ist super und entsprechende Workshops, die wir auch miteinander machen. Also sind jetzt seit einem Jahr Mitglied, ist eine super Sache. Ja, wichtig ist ja auch die Rechtsberatung, also Baunormen einhalten, die Verkehrssicherheit. Das hier ist ja Ladung, nehme ich an. Es ist Ladung. Ja. Es ginge auch als Wohnwagen einzutragen, theoretisch? Oder wird es schwierig? Das wird bei uns schwierig. Also das ist natürlich dann auch von der Langlebigkeit und so weiter eher schwer. Also wir gehen wirklich auf die Ladung im Endeffekt. Da musst du dann mit dem TÜV dann schon einige Auflagen erfüllen. Wir können es auch entsprechend ohne Werkzeug lösen und dann entsprechend runterheben theoretisch. Also ist alles im Rahmen der STV. Ach so, es darf ja nicht fest verschraubt dann sein. Das ist Ladung. Ja, es ist Ladung. Ja, da ist nichts fest verschraubt. Und da vorne, da sieht man so einen Trailer. Komm, wir gehen mal gerade rüber zu uns, wenn wir schon gerade dabei sind. Und da sieht man auch mal hier, der ist noch ein Ticken massiver, oder? Der hier. Ja, das ist natürlich jetzt ein druckluftgebremster, der kann nur mit einem LKW gefahren werden. Aber Unsinn macht da wirklich sehr, sehr gute Qualität. Also das ist... Warte, ich zeige das mal gerade. Das heißt, wenn man einen C-Führerschein zum Beispiel hat oder einen CE-Führerschein, dann kommt man dafür in Frage. Das ist hier auch nochmal der Kompressor, der Zwischenbehälter. Du hast auch selbst einen C-Führerschein, nehme ich an. Nee, ich habe tatsächlich nur einen BE-Führerschein, also ich darf Anhänger fahren. Unseres darf ich fahren. Ich habe es auch selber hergefahren, aber okay. LKW-Führerschein habe ich leider keinen. Ja, Zugfahrzeug muss 3,5 Tonnen ziehen können. Ja. Was hast du für ein Zugfahrzeug? Ja, wir haben so einen Ford Transporter mit Allradantrieb, der also 3,5 Tonnen entsprechend zugelassen ist. Ja, vielen Dank, David. Bis zum nächsten Mal. Ja, die New Housing in Karlsruhe und wieder mal ein schönes Produkt. Kurze Frage, links das Haus daneben ist nicht von dir, gell? Nee. Nee, ist auch schön. Ja, sicher. Ciao. Danke, ciao, ciao.